Schnell, modern und schön ist der für Pop! OS entwickelte Cosmic Desktop. Der in Rust entwickelte und ausschließlich unter Wayland laufende Desktop ist am 11. Dezember 2025 erschienen in seiner ersten stabilen Version Epoch 1. Ich finde, das klingt spannend und ich will ihn ausprobieren und bei mir unter CachyOS installieren. Cosmic bringt einen eigenen Fenstermanager mit, außerdem zentrale Anwendungen wie einen Dateimanager, ein Terminal und eine Softwareverwaltung. Außerdem setzt Cosmic voll auf Wayland und bietet überhaupt keine X11-Session mehr an. Wer sich Cosmic erstmal nur unverbindlich anschauen will, kann Pop! OS 24.04 LTS ausprobieren. Da ist Cosmic der neue Standard-Desktop. Die auf Ubuntu basierende Linux-Distribution von System76 gibt es als ISO-Image, das ein Live-System mit Cosmic Desktop startet. Das kann ich dann entweder in einer VM starten oder einen Stick draus machen und den Rechner davon booten. Ich will aber nicht schon wieder die Distribution wechseln, deshalb habe ich Cosmic unter CachyOS installiert. Da gibt es das ganz einfach in den Paketquellen. Also installiere ich das Paket Cosmic Session. Das zieht dann alles Wichtige nach. Bei Arch Linux funktioniert das übrigens ganz genauso. Cosmic Session sorgt mit seinen Abhängigkeiten dafür, dass alles mit installiert wird, was der Desktop zum Funktionieren braucht. Aber nicht alle Anwendungen, die zur Desktop-Umgebung dazugehören. Die listet der Paketmanager praktischerweise als optionale Pakete noch auf. Ich installiere hier also zusätzlich den Dateimanager Cosmic Files, den Cosmic Media Player, die Cosmic Software Verwaltung, also Cosmic Store, das Cosmic Terminal, den Cosmic Text Editor und die Cosmic Wallpapers. Um Cosmic auszuprobieren, melde ich mich vom aktuellen Desktop ab und wähle am Anmeldebildschirm Cosmic. Im Prinzip war es das schon. Cosmic ist jetzt einsatzbereit. Aber ich kann auch hier noch ein paar Sachen anpassen. Mal schauen, welche Wallpapers zum Beispiel dabei sind. Und dazu mache ich jetzt einfach einen Rechtsklick auf den Desktop und wähle entweder direkt Hintergrundbild ändern oder ich gehe zu Desktop aussehen. Unter Hintergrundbild kann ich hier eben dieses anpassen. Ich habe hier schon Bilder hinzugefügt, das geht hier über diesen Link Bild hinzufügen. Unter Aussehen gibt es einen hellen und einen dunklen Modus, verschiedene Akzentfarben, die ich hier zum Beispiel beim Fensterrahmen sehe, und noch ein paar Sachen mehr. Beim Stil kann ich mehr oder weniger gerundete Ecken einstellen. Das betrifft dann hier die Fensterecken und das Panel unten, also das Dock. Ich kann das alles ein bisschen kompakter anzeigen und bei Bedarf kann ich auch die Schrift anpassen. Eine Besonderheit von Cosmic ist die Fähigkeit zwischen schwebenden Fenstern, wie bei Plasma, GNOME oder XFCE, und Tiling Windows, also gekachelten Fenstern, umzuschalten. Dazu gibt es hier oben in der Leiste dieses Icon, wo ich zwischen den beiden Modi umschalten kann mit dem Schieberegler Aktuelle Arbeitsfläche Kacheln. Wenn ich also das anschalte und dann den Dateimanager aufmache, dann nimmt er den gesamten Platz ein. Sobald ich ein weiteres Fenster öffne, zum Beispiel das Terminal, verteilt Cosmic die beiden Fenster automatisch so, dass sie den ganzen verfügbaren Platz auf dem Desktop nutzen. Fenster, die ich vor dem Umschalten geöffnet habe, sind noch schwebend. Die kann ich mit den Tasten Super und G einzeln umschalten. Das funktioniert auch in die andere Richtung. Die Super-Taste ist übrigens das, was viele als Windows-Taste kennen. Jetzt kann ich mit Super und den Pfeiltasten zwischen den Fenstern wechseln und mit Super Shift und den Pfeiltasten deren Position verändern. Wenn ich bloß wenige Fenster habe und mir das zu breit ist auf dem Monitor, meiner hat immerhin WQHD, dann kann ich einzelne Fenster auch mit Super G wieder in den schwebenden Modus umschalten. Außerdem kann ich das für jede Arbeitsfläche und auch für jeden Monitor unterschiedlich handhaben. Und die Tastenkombinationen sind auch im schwebenden Modus praktisch. Dann wechsle ich damit zwischen den Fenstern oder ich verschiebe sie auf eine Hälfte oder ein Viertel des Bildschirms. Die Cosmic Apps sind nur eine Handvoll. Praktisch ist zum Beispiel der Launcher. Den öffnet die Super-Taste. Da kann ich zum Beispiel nach Programmen oder Dateien suchen oder einen Pfad eintippen, um den Dateimanager an der Stelle zu öffnen. Das Ding kann aber noch einiges mehr. Mit einem Ist-Gleich wird es zum Beispiel zum Taschenrechner. Oder ich kann mit Run einen Kommandozeilenbefehl ausführen. Ich zeige das hier mal mit INCSI. Was sonst noch geht, zeigt ein eingegebenes Fragezeichen. Das Cosmic Terminal sieht vielversprechend aus. Das Fenster kann man horizontal und vertikal aufteilen und so gut mehrere Sachen in einem Fenster im Blick behalten. Dann gibt es hier noch den Cosmic Text Editor, aber den werde ich kaum benutzen, weil ich für sowas Obsidian habe.
Der Dateimanager Cosmic Files kann leider keine Split View, also er kann das Fenster nicht in 2 Teile teilen. Tabs gibt's schon, aber ich werde wohl deswegen einfach bei Nemo bleiben. Der Cosmic Store bietet mir unter CachyOS nur Flatpaks an. Ich vermute mal, unter PopOS ist das anders. Und zum Stöbern ist das eigentlich auch unter CachyOS ganz spannend. Mir gefällt Cosmic ziemlich gut. Auch, dass ich zwischen kachelnden und schwebenden Fenstern umschalten kann, finde ich ziemlich praktisch. Und daneben kann ich ihn auch genauso bedienen wie meinen XFCE, nämlich mit schnellen Tastenkombinationen Fenster auf die eine oder die andere Fensterhälfte packen. Der Desktop lässt sich gut mit der Tastatur bedienen und Wayland wollte ich auch schon lange mal ausprobieren. Auch schön finde ich, dass es einen grafischen Dialog gibt, um optische Sachen am Desktop anzupassen. Also bis in die feinen Details. Wie findet ihr Cosmic und welchen Linux-Desktop habt ihr bisher benutzt? Schreibt's mir gern unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.